Morning. Hi. Good, thanks. Good. Enjoy. Good, thanks. Yeah. Thank you. Mann hat Kaffee rangebracht. Tag 1 hier, Maple Juice Camp, Kanada. Wir haben es 6:50 Uhr, knapp 7 Uhr. Jetlag bedingt sind wir schon wach. Und ich dachte erstmal, wenn wir schon keinen Meta Plus am Start haben oder keinen vernünftigen Kaffee, dann lassen wir wieder die Aktien steigen und Alices Addiction befriedigen und bestellen Starbucks. Wir machen heute ein Full Day of Eating Canada Edition. Was ist der Bär in der Off-Season, um so einen Mostschädel zu haben wie aktuell? Bei mir beginnt der Tag erstmal, wie auch in Deutschland, mit einer guten Pulle Wasser, 1 bis 1,5 Liter und normalerweise 6 bis 10 Gramm Meta Plus oder Meta X jetzt mittlerweile die neue Version. Meta X einfach um den Stoffwechsel anzukurbeln. Jetzt wo es dann langsam schon auf die Diät zugeht, ja, fange ich das an wieder ein bisschen mit reinzunehmen. Aber nicht zu hoch dosiert. Das haben wir jetzt wie gesagt nicht am Start. Unsere Bestellung kommt erst noch. Deswegen weichen wir jetzt heute mal auf Kaffee aus. Einfach ein bisschen Koffein ins System, um dann gleich auch das Fasted Cardio zu machen. Gestern war die, was laber ich, New York Pro, wollte ich schon sagen, die Toronto Pro Show. Ganz ehrlich, ich war echt begeistert. Zum einen, weil ich echt viele Leute wieder kennengelernt, wieder gesprochen habe. Ihr merkt es früh am Morgen, ich bin noch dezent vercheckt und ich das mal wieder gefeiert habe, bei einem Wettkampf zu sein. Das Ganze gibt mir noch wieder so einen Arschtritt. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier auch in Kanada sind und das Ganze machen. Einfach weil ich mir dachte, ich kann noch mehr rausholen und ich glaube, hier habe ich ein geiles Umfeld, wo ich das optimal tun kann. Wie ihr wisst, ich trainiere viel alleine, beziehungsweise ab und zu mit Alice, aber so einen richtigen Trainingspartner habe ich gar nicht und klar, man kann zu einem gewissen Punkt schon durchziehen, aber auch ich, auch ein Urs, braucht mal den Arschtritt von ja, gewissen anderen Athleten und Leuten, die Gas geben, um ja, da das Beste rauszuholen. Deswegen geiles Camp hier am Start. Für euch natürlich auch geiler Content, der gemacht wird. So, kurz mal mit meiner AMG-Klasse hier angeheizt gekommen. Spaß beiseite, aber wunderschönes Auto, muss man dazu sagen. Befinden uns jetzt, wenn wir die Kamera umschwenken, vor dem Pure Muscle, unser Zuhause für die nächsten Wochen, und machen jetzt Fasted Cardio. Bevor wir das allerdings machen, schicken wir Stefan noch ein kleines Form-Update oder ein Form-Check. Einmal die Woche ist auch das in der Off-Season auf jeden Fall nötig, und hier springen so viele Einhörner rum. Eichhörnchen. Einhörner wahrscheinlich nicht, außer ich hätte hier irgendwelche Drugs genommen. Ist jetzt nicht Thema, sondern wir gehen rein, machen Cardio, halbe Stunde Stairs, as always, Formcheck, bisschen Stretching und dann raus aus dem Laden. Let's go. Ich muss sagen, von außen sieht es schon sehr unscheinbar aus. Sehr unscheinbar aus, aber das Ding ist völlig geisteskrank. Also ich kann es hier auch nur noch mal sagen, das ist eines der eigentlich geilsten Gyms, oder wenn nicht das geilste Gym, wo wir beide jetzt jemals waren. Und wir sind schon gut rumgekommen. Irgendwann mache ich mal so eine Top 5 oder Top 3 Ranking meiner Lieblingsstudios auf der Welt. Aber das ist schon auf jeden Fall aktuell das Ding, wo ich sag, brutal. Da können wir auf jeden Fall ordentlich aufbauen. Formtrack wäre offiziell durch und ist auch durchgeschickt an den Coach. Jetzt gibt es da hinten den einen oder anderen Stairmaster zur Auswahl, den werden wir jetzt 30 Minuten erklimmen. Wer den einen oder anderen Zentimeter in der Classic Physik noch rausholen will, der kann sich auf den Table legen. Das mache ich jetzt auch jeden Morgen, aber nicht wegen der Größe, sondern weil es auch sehr gut für den Blutdruck ist und sehr gut, um die Wirbelsäule zu strecken. Aber genug geredet, jetzt gehen wir ab aufs Cardio. Jetzt sind wir durch mit dem ersten Training, sage ich jetzt mal, oder mit Cardio bzw. der Morgenroutine. Jetzt gibt es another oder wieder mal Wasser
1,5 Liter, und zwar mit meinem Morning Drink drin, den ich seit, keine Ahnung, seit mittlerweile 3 oder 4 Jahren täglich nutze. Bestehen aus 10 Gramm Glutamin, Kreatin, Kollagenpeptiden. Was haben wir noch drin? EAA. EAAs, genau, mTOR-EAAs. Und ja, das Ganze hier 1,5 Liter schön, um morgens den Körper mit Wasser zu versorgen. Ganz wichtig, nach der Nacht ist er ziemlich dehydriert, und deswegen das jeden Morgen. Dann bin ich für den ganzen Tag komplett safe und abgedeckt. Glutamin perfekt für euren Magen und die Verdauung, Kreatin für die Leistung, EAAs, um schon die erste Proteinsynthese anzukurbeln, und Kollagenpeptide fürs Hautbild, für die Gelenke, passiven Strukturen. Hat mega viele gute Benefits, deswegen das ganze Ding hier komprimiert auf eine Flasche rein ins System, solange wir auf den Uber warten, und dann heißt Frühstück. Bis gleich. Daheim angekommen gibt's erstmal ein paar Subs, und zwar Aloe Vera Gel. Ist ein bisschen mein kleines Secret hier an der Stelle. Weiß nicht, habe ich jetzt in Deutschland in den Läden noch nicht gefunden, aber gibt es wahrscheinlich auch. Aber hier in den USA ist wie gesagt so ein Gel. Das trinke ich auf nüchternen Magen. Es hilft sehr der Verdauung. Schmeckt absolut beschissen, aber hilft sehr. Und dazu gibt es meine Supplements am Morgen. Omegas, UC2, T3 Support und Athlete Stack, 8 Kapseln davon. Und noch ein bisschen Wasser, und dann gibt es Frühstück, was es da gibt. Das zeigt euch Alice. Was machen Sie? Ich mache gerade meine Cream of Rice. Während deine Haferflocken brodeln. Und gleichzeitig habe ich jetzt den Backofen angeschmissen auf Prior. Weil da kommt jetzt das Chicken rein. Das Chicken hier. Stabil, das dürfte meine Portion sein. Nein. Das ist Alices Portion. What's poppin'? Wir sind wieder back in der Bodybuilding WG. Marc ist jetzt officially eingezogen hier. Und jetzt werden hier Alice jealous. Jetzt werden ja auf jeden Fall Gains gemacht die nächsten Wochen. Heute steht das erste Training zu zweit an. Wir machen Back. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Aber jetzt machen wir Pre-Workout Meal. Der muss dicker werden. Bei Marc gibt's Rice und Turkey. Und eine Banane kommt noch. Und eine Banane. Reiskocher hat er auch mitgebracht, selbstverständlich. Bei Alice gibt's Rice, Cream of Rice mit Himbeeren und Isoway. Bei mir gibt's, dreimal dürft ihr raten, Cream of Rice, natürlich auch, mit Zimtteppich und mit Salz drin. Und auch Isoway, aber in anderer Form. Mein Isoway Pudding, den kennt ihr alle. Und ja. Was gab's zum Frühstück? Frühstück, Rest in Peace an die Kamera. Die hat ein bisschen abgekackt, deswegen mussten wir das Frühstück leider ohne Filmen essen. Und da gab es aber Good Old Quaker. Quakers 100 Gramm, 50 Gramm Isoway Stracciatella, auch wieder als Whey Pudding und Zimtteppich natürlich. Ist mein Off-Season-Frühstück. In der Prep gibt es dann wieder Egg Whites und Whole Eggs, aber genau. Das dazu, das verhaften wir jetzt. Wir haben ungefähr so eine Stunde vor dem Training und dann fahren wir rüber ins Pure und zerstören Rücken. Also, Mahlzeit und gut Kick. Das Ganze ist hier nicht gestaged, gerade eben hat die Post geklingelt und eigentlich erwarten wir gar kein Paket, aber unsere Sponsoren haben uns mit 2 Paketchen versorgt. Machen wir deins zuerst oder meins? Meins. Soll ich die Damen Ladies first. Einmal Chunky Cookies, Coconut. Der andere wird für dich gefährlich. Jo. Chunky Cookies Caramel, More Protein, Pagliazelle, Choco Drops, White Chocolate Biscuit. Alice stirbt hinter der Kamera. Strawberry White Chocolate. Kannst du das auf den Tisch legen? Vegan Protein Bite. Und das Ganze 2-mal.
More Protein Mug Cake Ultra Dark. Wir haben More Protein Pudding. Schatz, du weißt schon, dass du gerade einen kompletten Produktleak machst. Achso, ja. Ja, keiner hat gesagt. Dann sind sie jetzt schon geleakt. Tut mir schrecklich leid, aber damit müsst ihr leben. Und bevor ich es vergesse, brauchen wir ja noch mehr. Sleep Spray Waldfrucht. Für Marc, dass der auch ein bisschen besser schläft. Sirup Johannisbeere. Und das Ganze 3-mal. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen im Leben. Das ist auch der ESN Produktleak. Ah, perfekt. Ich habe zu wenige T-Shirts mitgenommen. Wir haben einmal ein XXL Flex Shirt, sollte passen. Iso Whey Protein Chocolate. Wir haben Iso Clear Raspberry, jawohl, da ist er wieder. Back am Start, habe ich vermisst. Crank Pump Pro. Den darf Marc nicht nehmen, weil der ist noch Amateur. Das ist der Running Gag hier. In der WG. Almond Coconut, Alicias Liebling. Auch einer meiner Favorites. Wir haben Iso Whey Cinnamon Cereal. Wir haben Crank Focus Pro. Kann man auch mal probieren. Und wir haben... Jetzt kommt der Produktleak. Flav Drops. Okay, noch nicht. Der Produktleak heute. So, was für Flav Drops sind das? Das ist der Diet Support Pro. Das ist der Produktleak. Wer räumt das jetzt alles wieder auf? Ja, ganz klare Sache. Marc. Wir sind zurück aus dem Gym. Es war eine kranke Session. Jetzt kommen wir aber wieder dazu, die Gains zu saven. Wir haben, wie auch vor dem Training, die Good Old Cream of Rice und dazu natürlich Iso Whey. Gerade habe ich da Bock drauf. Manchmal trinke ich direkt das Iso Clear Raspberry direkt nach dem Training. Aber heute habe ich Bock auf das gute Cinnamon Cereal, davon 50 Gramm, allein in den Helm, und wir sind gut versorgt mit Protein, schnellen Carbs und allem, was man braucht. Es gibt wieder den kleinen Whey Pudding und die Reisflocken, und dann sehen wir uns zum nächsten Meal wieder. So, woran erkennt man, dass Urs nicht sehr oft ein Full Day of Eating filmt und dass er mal wieder das Bodybuilder-Klischee erfüllt hat? Seht ihr das? Da war mal 80 Gramm Reis, 150 Gramm Chicken und 100 Gramm Spargel drin. Die befinden sich jetzt aber hier. Gar nicht so schlimm, denn ich habe noch 2 weitere Reismeals für heute. Deswegen werdet ihr die auf jeden Fall sehen. So, diesmal nicht im Magen, sondern noch in der Tupper gibt es das zweite von 3 Reismeals. Immer 150 Gramm Chicken, ein bisschen Spargel, ein bisschen Reis und Abfahrt. Fast haben wir schon wieder vergessen, letzte Rice Meal zu filmen. Wieder 80 Gramm Reis, 150 Gramm Chicken, 100 Gramm Spargel. Das waren dann die letzten Carbs für heute, das letzte Carb Meal. Später gibt es noch die letzte Mahlzeit. Ich schaue ein bisschen Netflix, chill hier. Letzte Mahlzeit des Tages, wir haben es jetzt ca. 9 Uhr. Und jetzt gibt es bei mir erstmal 5 Vegan Protein Bars und eine Packung Chunky Cookies. Nicht zu vergessen auch ein paar Reese's. Spaß beiseite, die gibt es nicht. Es gibt 2 Eier
und 200 Gramm von diesem Extra Lean Ground Beef, also auch kurz gesagt mageres Rinderhack. Das gibt es jetzt, Kohlenhydrate gibt es in der letzten Mahlzeit keine mehr. Einfach eine Mischung aus Fetten und Proteinen, um den Körper über Nacht zu versorgen und dementsprechend ja, den Körper oder die Verdauung nicht zu arg zu belasten mit Kohlenhydraten, um den Schlaf gut zu machen. Aber ja, eigentlich die meisten Athleten haben im letzten Meal schon noch Carbs drin. Ich bin eigentlich nur eine Ausnahme oder eine der wenigen Ausnahmen, weil ich halt nicht so viel brauche, um zu wachsen. Das war's. Was ich mir noch reinpfeffer, ist aber tatsächlich Sleep Spray von More, weil das finde ich tatsächlich besser als das von ESN, denn da haben wir nicht nur Melatonin drin, sondern auch Melissenextrakt und Valerianextrakt. Das hilft sehr gut beim Einschlafen, scheppert gut rein. 5 Sprüher davon, noch meine Omegas, Vitamin D und alle anderen Subs. Und dann geht es auch schon ab ins Bett, denn ich werde morgen wahrscheinlich wieder ultra früh aufstehen. Ich hoffe, der Full Day of Eating in der Off-Season hat euch gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen und macht das Ganze zu Hause nach. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal.